und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video möchte ich 3 eurer Fragen beantworten zum Thema Oktavieren bzw. Transponieren beim Blockflöte-Spielen. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Bevor ich jetzt loslege mit dem Thema Oktavieren bzw. Transponieren, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei euch Abonnenten und Abonnentinnen, denn heute Morgen waren es genau 2000 und das freut mich riesig. Ich kann nur sagen, ja, ich bin selber umgehauen von der Resonanz meines Blockflötenkanals und mir macht es riesen Freude, euch zu helfen. Ja, bin schon mit der Idee eigentlich ganz lange rumgelaufen, bis ich es dann umgesetzt habe. Und ja, es macht mich einfach super glücklich, dass ich euch helfen kann und dass es euch weiterbringt und ja, dass ich einfach dieses ganze Blockflötenwissen, was ich in all den Jahren mit Schülern zusammen angesammelt habe, jetzt mal in die Welt bringen kann. Jetzt wollen wir aber zum Thema kommen, nämlich Oktavieren und Transponieren beim Blockflöte-Spielen. Dazu habe ich 3 Fragen von euch, die ich heute beantworten möchte. Die erste lautet: Oktavieren beim Altblockflöte-Spielen, muss man das können? Und die zweite ist, warum steht über dem Violinschlüssel manchmal eine 8 oben drüber bei Sopranblockflötenausgaben? Und die dritte Frage ging an mich persönlich, wie ich es mache, wenn ich zum Beispiel von Sopranblockflöte auf Altblockflöte umdenken muss oder wenn ich transponieren muss in einen anderen Schlüssel oder eben mit einer anderen Blockflöte. Wie da meine persönliche Vorgehensweise ist. Wir fangen mal an mit der ganz grundsätzlichen Frage, dieser ersten Frage. Sollte man das können, oktavieren auf der Blockflöte? Besser ist es, sag ich. Vor allem, wenn du im Blockflötenensemble spielen möchtest oder spielst. Und wenn du das nicht tust, dann kommst du auch ganz gut aus ohne Oktavieren. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, was ist Oktavieren überhaupt beim Blockflöte-Spielen. Also das Oktavieren, das heißt ja, dass du eine Oktave höher oder tiefer spielst auf deiner Blockflöte, als es notiert ist, als es da steht. Dass du also jeden Ton genau 8 Töne höher oder tiefer spielst. Und das kommt, wie gesagt, am häufigsten vor, wenn man Altblockflöte spielt, weil dann der Umfang des Stückes, das man spielen möchte, oder der Stimme im Blockflötenquartett zum Beispiel, zu weit nach unten geht. Also der Umfang der Noten, die ihr vor euch habt, eben den Umfang der Altblockflöte, die ja bis zum tiefen F geht, das ist ja ein F-Instrument, überschreitet. Das heißt, es gibt tiefere Töne. Und das kommt häufig vor, wenn man im Blockflötenensemble spielt. Aber das kann einem auch begegnen, wenn man eben mal ein Liedchen begleiten will. Zum Beispiel habe ich gerade von einer Schülerin den Fall gehabt, dass sie in der Grundschule Kindern hilft, indem sie da vorliest und so. Und dann wurde sie gefragt, ob sie mal mit den Orff-Instrumenten zusammen etwas mit der Blockflöte mitspielen konnte. Und da war dann der Umfang zu weit und dann hat man eben ein Problem, wenn man die normalen Töne sozusagen spielt auf der Altblockflöte, dass es zu weit nach unten geht. Und es gäbe auch die Möglichkeit, manche Töne nach oben zu oktavieren und den Rest so zu lassen. Aber in der Regel ist es einfacher und ist es praktikabler, dass man dann das ganze Lied oder die ganze Stimme oder das ganze Stück oktaviert. Und wie gesagt, bei Ensemblestücken, vor allem bei Renaissance-Stücken, aber das kann auch bei anderer Ensemble-Literatur sein, kommt es ziemlich häufig vor, dass die Altblockflötenstimme so notiert ist, dass man schon sieht, wie hier an diesem Beispiel, dass da
Noten viel zu tief gehen, sodass man die gar nicht spielen kann. Also es geht ja weit unter das tiefe F drunter. Und dass außerdem, wenn man die Altblockflötenstimme jetzt mit den normalen Griffen spielen würde, also so tief klingend, dann wäre man unter der Tenorstimme drunter. Dann würde also die dritte Stimme hier, die Tenorstimme, viel, viel höher klingen als die Altstimme. Und da sieht man auch schon, das haut nicht hin. Und auch da spielt man dann eben alle Töne eine Oktave höher. Ich habe schon ganz oft gehört von Leuten, von Blockflötenspielerinnen und Spielern, dass sie im Ensemble zum Beispiel immer nur die Sopran- oder die Tenorstimme spielen, weil sie dieses Oktavieren, manche sagen auch dazu die chorische Notation, nicht beherrschen und sich da nicht rantrauen und deshalb passen müssen, wenn es mal darum ginge, die Altblockflötenstimme zu spielen, was ja oft auch wunderschön ist. Also von daher ist meine klare Antwort, ja, das wäre gut, wenn man das kann. In Notenausgaben, die speziell für die Altblockflöte herausgegeben sind, da ist es natürlich meistens so notiert, dass man es einfach spielen kann. Aber sobald man auch Dinge selbst bearbeiten möchte, Stücke bearbeiten möchte oder Stücke spielen möchte, die nicht original für Blockflöte sind, kann es einem begegnen. Und man kann sich ja dann fragen, ja, wieso spiele ich das dann nicht gleich auf einer Sopranblockflöte? Da ist eben das Problem, dass die Sopranblockflöte einen ganz anderen Umfang hat, nämlich bei C anfängt. Und da kann es sein, dass das auch nicht hinhaut vom Bereich her. Und dass man einfach wirklich Altblockflöte spielen kann dann. Ja, zur zweiten Frage. Vielleicht ist euch das noch nie aufgefallen oder manchen von euch nur aufgefallen, dass bei Notenausgaben für die Blockflöte, für die Sopranblockflöte im Speziellen, ganz oft oder regelmäßig eine kleine 8 obendran am Violinschlüssel notiert ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Sopranblockflöte eine Oktave höher klingt, als was da steht. Denn wenn ihr die ganz normalen Töne greift bei der Sopranblockflöte, wie ihr die kennt, dann klingt es schon per Definition eine Oktave höher. Das ist einem gar nicht so bewusst. Das kann man hören, wenn man zum Beispiel das zweigestrichene C nimmt, also das C, das bei der Altblockflöte eigentlich, wenn man von unten andenkt, das erste C ist, das auftaucht. Das ist das zweigestrichene C oder auch das C2. Man hat ja die Oktaven alle nummeriert. Beim Klavier zum Beispiel ist genau in der Mitte das eingestrichene C und das C eine Oktave höher ist eben das zweigestrichene C. Und dieses zweigestrichene C spiele ich so auf der Altblockflöte. Das ist mein tiefstes C. Und dieses gleiche C spiele ich aber auf der Sopranblockflöte so. Also wenn der Ton genauso notiert ist, wenn da dieses zweigestrichene C steht, greife ich diesen, während dieser Ton eine Oktave höher klingt als das C auf der Altblockflöte. Das könnt ihr euch mal gerne anhören. Sorry für die Stimmung. Die kann ich ja jetzt nicht korrigieren, weil man das mit dem Blasdruck macht und ich kann ja jetzt nicht in eine Flöte leise und in die andere laut reinblasen. Also das ist jetzt echt schräg. Ich kann mal versuchen, die Altflöte so weit rauszuziehen, dass die viel tiefer wird. So, die ist jetzt ein bisschen locker leider. Mal schauen, ob das besser klingt. Schon besser, ne? So, und jetzt könnt ihr hören, dieses C ist doch wirklich eine Oktave tiefer als das. Ja, das heißt also, ich müsste ja, wenn ich denselben Ton haben möchte, bei der Sopranblockflöte das tiefe C nehmen.
und dann habe ich den gleichen Ton. Und das tiefe C, wenn ihr das für Sopranblockflöte notiert seht, ist das ja dieses ganz tiefe C mit der Hilfslinie unten. Und das ist eigentlich nicht richtig, denn das C mit der Hilfslinie unten, das klingt ja noch tiefer, das kriege ich ja nicht mal auf der Altblockflöte raus. Und wieso ist das jetzt so? Also die Sopranblockflöte kann halt einfach nicht tiefer spielen, die ist halt so klein, je kleiner die Flöte, desto höher, klar. Und wieso schreibt man jetzt nicht einfach die Noten für die Sopranblockflöte, wenn sie speziell dafür gedacht sind, richtig auf, also so hoch, wie sie eigentlich klingen? Das ist ganz einfach nicht so praktikabel, weil das extrem hohe Töne wären zum Notieren und so viele Hilfslinien, dass man überhaupt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen würde und nicht wüsste, welche Töne das sind. Ich habe euch das hier mal aufgeschrieben, wie dieselben Töne jetzt richtig notiert wären, und das ist so extrem hoch, dass mein Notenschreibprogramm sogar schon warnende Farben da verwendet hat, ohne mein Zutun, nämlich nach dem Motto, das kann man ja gar nicht spielen auf der Sopranblockflöte, beziehungsweise lesen. In früheren Zeiten war die Altblockflöte das Hauptinstrument, und das ist eigentlich heutzutage auch wieder so. Die meisten Solostücke und auch zum Beispiel Solopartien in Bach-Kantaten sind für die Altblockflöte gedacht und nicht für die Sopranblockflöte. Und die Sopranblockflöte ist natürlich kleiner und heutzutage wird sie meist eingesetzt für Anfänger, also für Kinder, die damit anfangen, weil einfach die Finger auf die Altblockflöte noch nicht drauf passen. Und ja, somit spielt man Sopranblockflöte, müsste sich aber eigentlich bewusst sein, dass man alles eine Oktave höher spielt als die anderen Instrumente eigentlich und als es da steht. Und korrekt ist dann tatsächlich, wenn in einer Ausgabe diese kleine 8 über dem Violinschlüssel steht. In vielen Ausgaben steht sie nicht drüber. Das könnt ihr mal gucken in euren Noten. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, also auch von sehr guten Verlagen und so steht das nicht immer drüber. Es gibt natürlich Ausgaben mit Noten für Sopranblockflöte, die vielleicht nicht nur für Sopranblockflöte gedacht sind, sondern die man zum Beispiel auf Sopranblockflöte oder Tenorblockflöte spielen kann. Und dann wäre es ja kompliziert, jetzt eine 8 drüber zu schreiben und die vielleicht in Klammern zu machen. Also von daher verstehe ich das, dass es dann nicht drüber steht. Und manchmal spielt man ja auch andere Stücke, die nicht original jetzt für die Blockflöte gedacht sind. Und da steht es dann eben auch nicht drüber. Aber so kommt das zustande mit dieser kleinen 8 über dem Violinschlüssel. Ja, dann zur dritten und letzten Frage, nämlich wie ich das selbst mache mit dem Umswitchen von Sopranblockflöte zu Altblockflöte. Beziehungsweise ich habe das auch so verstanden, die Frage, wie ich das mit meinen Schülerinnen und Schülern mache, weil das kann ja interessant sein für euch, wenn ihr zum Beispiel bisher nur C-Instrumente spielt, in der Grundstimmung C, also Sopranblockflöte oder Tenorblockflöte, und auf Alt umsteigen wollt oder Alt hinzulernen möchtet. Und erstmal muss ich dazu ganz grundsätzlich sagen, jeder lernt anders und jeder ist ein anderer Typ. Ich bin jetzt nicht so ein sehr mathematisch, analytisch veranlagter Mensch. Ich habe aber viele Kolleginnen und Kollegen, die da sehr fit sind und die anders denken als ich irgendwie. Also ich kann mir am besten andere Schlüssel oder andere Griffe einprägen, indem ich mir die absolute Note einpräge. Ich sehe also zum Beispiel ein zweigestrichenes C da stehen, habe eine Altblockflöte in der Hand und dann weiß ich automatisch, dazu gehört dieser Griff. Und ich denke, es ist auch allgemein üblich, man sieht das auch in den Blockflötenschulen für Alt, dass man das auch so den Schülerinnen und Schülern beibringt, nämlich, dass auch wenn sie vorher Sopranblockflöte gespielt haben oder noch spielen, dass sie dann gleich lernen, dieser Griff ist das C, der ist das D, der ist das E.
Und rein theoretisch könnte man das eben auch umrechnen jedes Mal. Dann müsst ihr aber bei jedem Ton wieder von neuem rechnen. Aber es gibt, wie gesagt, Leute, die können das. Also wenn ich jetzt dieses zweigestrichene C da stehen habe und mir klar mache, dass die Altblockflöte ja nach unten mehr Umfang hat als die Sopranblockflöte. Ich habe euch das mal hier schön fotografiert, dass ihr rein visuell mal jetzt vor euch habt, wie viel tiefer die Altblockflöte als die Sopranblockflöte ist. Also bei der Sopranblockflöte ist ja das tiefe C der tiefste Ton und wie gesagt, die Sopranblockflöte klingt aber eine Oktave höher, als es da steht. Also eigentlich ist dieses tiefe C bei der Sopranblockflöte das zweigestrichene C. Wenn ich jetzt umrechnen wollte, von den Griffen her, dann müsste ich eine Quarte nach unten rechnen. Das wird ein bisschen kompliziert. Also die Altblockflöte ist ja 5 Töne tiefer noch als die Sopran. Also ihr habt zusätzlich, wie ihr auf dem Bild sehen könnt, noch bei der Altblockflöte das F, das G, das A, das B zur Verfügung, sind 4 Töne und das C rechnet man hinzu, wenn man das Intervall haben will, also eine Quinte tiefer. So, wenn ich jetzt auf der Sopranblockflöte das zweigestrichene C stehen habe, dann spiele ich das ja wie gesagt so. Ich spiele das ja eigentlich eine Oktave höher, aber vergesst das jetzt mal, das verwirrt nur. Also ihr spielt es dastehende zweigestrichene C so und wenn ihr jetzt diesen Griff für die Altblockflöte haben möchtet, müsst ihr eine Quarte nach unten rechnen, als das komplementäre Intervall zu dieser Quinte. Also das wäre dann Und dann habe ich eben eine Quarte. 1, 2, 3, 4. So kann man theoretisch jeden Ton umrechnen. Ich persönlich komme damit gar nicht zurecht. Wo das bei mir schon klappt, ist zum Beispiel beim Umdenken von dem normalen F-Alt, also was heißt dem normalen, dem hochbarocken F-Alt oder auch manchmal gibt es im Consort für frühere Musik, Renaissance und Frühbarockmusik gibt es auch ein Alt in F, aber da gibt es ganz oft ein Alt in G und das ist so, das zeige ich euch jetzt mal. Also das ist eine barocke Altblockflöte, die ist als Grundton hat die einen F, wie ihr das kennt. Und das ist jetzt eine Ganassi-Altblockflöte, die in G steht. Und das könnt ihr mal hören. Ich spiele mal den tiefsten Ton hier. Und da ist also ein Ton höher. Ne? Hier ist der tiefste, das G. Und so ist ja jeder Ton dann anders. Also wenn ich jetzt ein C haben möchte, und ich würde das hier genauso spielen, klingt das so, ist also zu hoch, das heißt, ich muss einen tiefer nehmen. So, und das habe ich ursprünglich vor zig Jahrzehnten, als ich das gelernt habe, habe ich mir das immer so umgedacht. Ein Ton tiefer, ein Ton tiefer. Bis ich irgendwann recht bald dann nur noch dieses gemacht habe, dass ich dachte, okay, G-Alt, G-Alt, G-Alt. Und dann gehen die Griffe automatisch. Also da habe ich das in diesen 2 Schritten gemacht. Aber ich kenne auch Leute, die das jedes Mal immer umrechnen. Und das kann ich also nicht. Aber bei mir ist es so, wenn es erstmal gespeichert ist, dann kann ich blindlings G-Alt spielen oder F-Alt oder Sopran, Bassflöte, was auch immer. Ihr kennt das vielleicht, dass ihr euch manchmal vertut, dass ihr eine Altblockflöte in der Hand habt und ihr macht plötzlich Soprangriffe. Oder umgekehrt, ihr spielt Sopran und greift plötzlich Altgriffe und merkt es oft gar nicht. Also das ist mir ganz häufig bei Schülerinnen und Schülern schon begegnet und das ist auch nicht schlimm. Das kann ruhig mal vorkommen. Das heißt nämlich nur, dass du einen Moment lang in diesem
Sopranmodus warst oder im Altblockflötenmodus. Das ist nicht schlimm, weil du ja dann komplett andere Griffe spielst. Also du hast ja dann quasi, wenn du jetzt eine Altblockflöte in der Hand hast und du hast Soprangriffe aus Versehen genommen, dann hast du ja diese Soprangriffe richtig gegriffen. Du musst dann nur noch mal umschalten, okay, ich habe jetzt eine Altblockflöte. Ja, es gäbe bestimmt noch mehr Fragen zum Oktavieren und zum Transponieren. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare hier unten drunter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und ja, verabschiede mich mal wieder bis nächste Woche. Sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.